Im zweiten Teil des Text-Adventure-Videos stelle ich Ihnen die Schritte 8 bis 19 des Entwicklungsprozesses vor und wie Solid Principles und Regeln des Clean Code die Entwicklung beeinflussen. Und das kommt jetzt. Jetzt kommen wir zu einem ziemlich wichtigen Schritt, ebenfalls ein Refactoring-Schritt oder sagen wir mal so eine Art proaktiven Refactoring. Ich habe eine zyklische Abhängigkeit zwischen Field und Living Creature, wenn ich nicht aufpasse. Also ich habe diese Living Creature, also den Player oder das Monster, und ich habe das Feld. Auf der einen Seite braucht Living Creature das Feld. Also ich muss in dem Living Creature eine Referenz auf ein Field haben, denn ich will ja die Living Creature bewegen können. Ich will auch angreifen können. Und dafür muss ich auch wissen, auf welchem Feld ich stehe, weil ich ja die Nachbarfelder brauche. Also für Move und für Attack brauche ich das. Auf der anderen Seite brauche ich auch die Rückrichtung. Das Field muss wissen, was auf ihm steht, wodurch es belegt wird. Sonst könnte ich meine Print-Semantik gar nicht so durchsetzen. Ne? Wenn Sie eben sich erinnern, Dungeon drucken heißt alle Felder drucken. Felder drucken heißt die Items drucken, die auf dem Feld liegen oder die Creatures, die das Feld blockieren. Und das ist eine zyklische Abhängigkeit, die ich in meinem Code nicht will, weil es diese beiden Klassen ganz eng aneinander koppelt. Deswegen wende ich das Solid Principle der Dependency Inversion an und führe ein neues Interface ein, das Interface Blocking. Living Creature kennt nach wie vor ein Field. Field kennt aber nur Blocking. Man sieht übrigens hier, dass die Namenskonvention mit dem Blablabla öbel nicht mehr funktioniert. Deswegen habe ich das Interface jetzt Blocking genannt. Jede Living Creature, der Player oder das Monster, hat die Möglichkeit, ein Feld zu blockieren, daher Blocking. Ich könnte mich im weiteren Verlauf der Spieleentwicklung noch dafür entscheiden, dass ich größere Items auf das Feld lege, die dann auch blockieren, oder dass ich Obstacles dahin lege. Wenn ich das tue, dann können die auch alle dieses Blocking-Interface implementieren. Und Field braucht gar nicht zu wissen, welcher Natur die Blockade ist. Es muss nur wissen, dass da irgendetwas ist, was blockiert. Das Blocking-Interface leitet sich sinnigerweise von Printable ab, sodass alles, was blockiert, auch druckbar ist. Und zusätzlich wird noch die Methode Place gefordert. Also wenn dann ein Monster zum Beispiel Blocking implementiert, dann muss es die Methode Place implementieren, die sich selbst, also das Monster, auf ein bestimmtes Field platziert. Das ist die Semantik von der Methode Place. Die Implementierung von Field sieht jetzt in Ausschnitten so aus: Ich habe als Inhabitant eines Fields ein Blocking-Objekt und dann gibt es die Methode setInhabitant. Die habe ich bewusst nicht über Lombok generiert, sondern schreibe sie von Hand. Da kann ich dann nämlich auch wieder ein Blocking-Interface übergeben. Und dann teste ich, ob das Feld schon besetzt ist, also thisInhabitant ungleich 0. Wenn das der Fall ist, dann werfe ich eine Exception. Auch hier wieder das gleiche Prinzip. Ich mache nichts über Fehlercodes, sondern ich werfe direkt die Exception mit dem Text, dieses Feld ist schon besetzt. Und andernfalls setze ich das Inhabitant-Feld auf den neuen Inhabitant. Als nächsten Schritt habe ich mich mal damit beschäftigt, wenn ich jetzt den Player bewegen will, wie komme ich denn dann an das entsprechende Adjacent Field? Denn ich habe ja die Situation, dass ich die Felder erstmal als Array im Dungeon angeordnet habe. Damit weiß zwar das Dungeon, wo die entsprechenden Nachbarfelder sind, das Feld selbst weiß es aber nicht. Das finde ich unschön, wenn ich dafür das Dungeon fragen müsste. Deswegen habe ich mich für folgende Lösung entschieden. Ich habe in dem Feld einfach eine Hashmap implementiert, die die Nachbarn enthält. Die Hashmap geht von Command-Type nach Field. Nicht ganz ideal die Lösung, weil Command-Type sollten eigentlich nur die Move-Types, also diese Himmelsrichtungen sein, Nord, Süd, West, Ost. Command-Type ist in dem Fall mehr. Also ich habe jetzt auch noch Optionen, die ich niemals nutzen werde, also T, U oder D. Aber auch da habe ich gedacht, für den ersten Anlauf ist es okay. Und wenn man das wirklich elegant hinkriegen will, muss man dann an der Stelle vielleicht später nochmal dran. Ich habe also für jedes Feld die Möglichkeit nachzuhalten, was sind denn die Nachbarn.
Diese Hashmap muss ich natürlich auch setzen und das mache ich in dem Konstruktor des Dungeons, wo ich eine Breite und eine Höhe übergebe und dann die Felder allesamt initialisiere. Ich mache das so, dass ich von links oben nach rechts unten durchlaufe und damit muss ich bei dem Field zwei Methoden implementieren, nämlich setWestNeighbor und setNorthNeighbor. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt und überlegt, ne, ich gehe von links nach rechts und ich gehe von oben nach unten, zeilenweise durch. Das heißt, ich weiß, wenn ich einen weitergegangen bin, immer, wer ist mein westlicher Nachbar und wer ist mein nördlicher Nachbar. Und genau dafür brauche ich diese beiden Methoden und das reicht, wenn ich die an der Stelle so aufrufe. Ist auch nicht total elegant, würde ich mir auch noch mal ein bisschen anders wünschen. Also insgesamt ist das eine Stelle, die ich mir mal so im Kopf behalten würde, um sie nochmal zu refactoren, vielleicht später, weil ich eigentlich das anders gerne gelöst hätte, dass die Felder ihre Nachbarn kennen. Im Moment fällt mir da nichts Besseres ein und es tut auch nicht so richtig schlimm weh, also lasse ich es mal so. Dann ist mir aufgefallen, dass ich das Blocker-Konzept bei den Feldern nicht so richtig konsequent umgesetzt habe. Es hätte mir eigentlich eben schon einfallen sollen, als ich das zum ersten Mal angefasst habe, aber so ist die Welt. Manchmal merkt man es halt erst später. Wenn ich mal auf den Code gucke, so wie er sich darstellt, dann sehen wir oben die Methode setInhabitant bei Field. Und bei dieser Methode fällt schon mal auf, dass wir für das gleiche Konzept zwei Namen haben. Einmal heißt es Inhabitant als Bewohner eines Feldes und einmal heißt es Blocking, weil das der Name des Interfaces ist. Das ist in gewisser Weise ein Verstoß gegen die konzeptuelle Integrität als Prinzip, was dem Solid Principle des Liskow'schen Substitution Principles ein bisschen ähnlich ist. Also, sollte man nicht machen. Gleiches Prinzip, gleicher Name. Also würde ich jetzt gleich mal hier auch das Wort Blocker benutzen bei Feld. Ein bisschen mehr ins Gewicht fällt ein Detail aus der Methode unten, aus der Move-Methode von einer Living Creature, also sei es nun ein Monster oder sei es der Player. Ich muss, wenn ich so eine Kreatur von einem Feld auf das andere verlagere, erstmal schauen, ob das neue Feld, was ich mir aus der Nachbarschaft geholt habe, überhaupt belegt ist, ob das nicht null ist. Das heißt also, wenn ich am rechten Rand meines Dungeons stehe und weiter nach rechts, also weiter nach Osten gehen will, dann wird das Neighboring Field null sein und in dem Fall fällt eine Command Exception raus, nämlich you can't go this way. Das ist in Ordnung. Aber der Else-Fall, also der Fall, der eigentlich der Gutfall sein sollte, der hat ein Problem. Denn ich gehe so vor, ich habe mir das neue Feld geholt, wo ich hingehen will. Ich setze auf diesem Feld den neuen Inhabitant, also mich. Und dann setze ich auf dem jetzigen, auf dem Current Field, den Inhabitant auf Null. Und wer sich die obige Methode nochmal anschaut, der wird sehen, dass an der Stelle die Already Blocked Exception fliegt. Ich habe zwar nur ein Null übergeben, aber trotzdem ist das Feld ja noch belegt, also die obere if-Bedingung schlägt fehl. Das könnte ich sicherlich fixen, aber es ist auch ein bisschen unschön, dass ich hier einen setInhabitant null setze. Ich möchte eigentlich, wenn ich präzise bin, was anderes. Ich möchte ein Feld neu besetzen, ich möchte es blockieren und ich möchte ein Feld frei machen. Ich möchte es unblockieren. Und deswegen mache ich einfach das entsprechende Interface, um das deutlich zu machen, dass diese beiden Sachen für mich zusammengehören. Ich mache ein Interface blockable. Blockable wird ein Interface sein, was Field implementiert. Wahrscheinlich hätte ich da jetzt nicht unbedingt ein Interface gebraucht, aber es macht für mich ein bisschen deutlicher, dass das ein Aspekt von Feld ist, dass ein Feld blockiert werden kann. Und dieses Blockable fordert zwei Methoden, nämlich Unblock, also Feld freimachen, und Block, also Feld neu besetzen, Feld blockieren durch ein Blocking. Und wenn ich das so mache, dann habe ich damit kein Problem mehr. Dann kann ich nämlich einfach das Unblock aufrufen.
Da werden überhaupt keine Prüfungen auf irgendwelche Blockierungen gemacht. Es wird einfach der Blocker auf 0 gesetzt. Und Block, da wird ein Blocking übergeben und der wird dann neu gesetzt. Und es fliegt weiterhin eine Exception, wenn das Feld schon besetzt war. Daran ändert sich nichts. Thema Exceptions. Auch das war etwas, was mir an der Stelle beim Programmieren aufgefallen ist. Ich habe bis jetzt mir das Leben relativ leicht gemacht und nur Runtime-Exceptions verwendet. Also meine Exceptions habe ich schon selber implementiert, aber ich habe sie von Runtime-Exceptions abgeleitet. Wenn ich von Runtime-Exceptions ableite, dann muss ich das nicht in der Methodensignatur spezifizieren. Das ist einerseits bequem, weil ich ja Schreibarbeit spare. Es ist aber auch nicht besonders deutlich, weil ich ja der Methode nicht ansehe, dass sie eine bestimmte Exception werfen kann. Und deswegen habe ich an der Stelle tatsächlich mal für mich selber den Versuch gemacht, auf Checked Exceptions, also auf Exceptions, die ich deklarieren muss, umzustellen. Mal bewusst mit der Maßgabe, wenn das nicht funktioniert, wenn das in einen großen Exception-Wust und Horror ausartet, dann mache ich das wieder rückgängig. Das ist aber eigentlich nicht passiert, sondern es hat sehr elegant und schön funktioniert. Ich habe also die Command-Exception nicht mehr von Runtime-Exception abgeleitet, sondern von Exception. Und jetzt wirft Command-Value-Off die Command-Exception. Wenn Sie sich an den Code von eben erinnert, Command-Value-Off liest einen String von der Kommandozeile und prüft auf alle möglichen Ungültigkeitsbedingungen. 3 Teilworte angegeben. Erstes Wort ist nicht nur ein Buchstabe, ungültiger Buchstabe und dergleichen mehr. Dann habe ich die Game-Klasse. Darin gibt es die Methode NextCommand. Diese NextCommand ruft eben genau Command-Value-Off auf und übergibt eine Eingabezeile. An der Stelle habe ich mich entschieden, reiche ich die Exception, die fliegt einfach durch. Ich reiche sie nach oben weiter. Und diese NextCommand wird in der aktuellen Version der Software in dem großen Play-Loop aufgerufen, also innerhalb der While-Schleife. Und hier muss ich jetzt natürlich eine Behandlung der Exception machen und mache das mit einem Try-Catch-Block. In dem Try-Statement-Block rufe ich das Next-Kommando auf, lasse den Player das Kommando ausführen und mache dann eine neue Zeile. Und wenn es eine Exception gibt, dann printe ich die Message aus der Exception und schreibe bitte nochmal versuchen. Das ist eigentlich eine wunderbar elegante Form, wie ich mit diesen Exceptions umgehe. Ich habe das jetzt nur beispielhaft für die Command-Exception gemacht. Es gibt noch ein paar weitere Exceptions in meinem Code, die ich jetzt nicht gezeigt habe, aber da mache ich das genauso. Ich lasse sie irgendwo fliegen, reiche sie entsprechend in der Hierarchie immer noch oben durch und fange sie genau hier an der Stelle im Play Loop. Und das ist genau eine Stelle, wo ich dann tatsächlich meine Fehlermeldungen ausgebe. Also die Befürchtung, die ich hatte, dass das unübersichtlich wird durch diese Checked Exceptions, hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, ich finde, es hat die Lesbarkeit des Codes eher erhöht. Dann habe ich 2 weitere Features implementiert, nämlich Items vom Boden aufheben und wieder auf den Boden fallen lassen. Das mache ich jetzt mal ein bisschen schneller und zusammen. Ich habe hier in dem Player eine Execute-Methode. Diese Execute-Methode nimmt ein Kommando entgegen und kann auch wieder eine Command-Exception werfen. Wenn ich also ein ungültiges Kommando bekomme oder ein Kommando, was ich in der jetzigen Situation nicht vernünftig anwenden kann, dann würde ich diese Command-Exception werfen. Und im Prinzip schaue ich hier einfach, was ist es für eine Art von Kommando. Bei einem Move-Command rufe ich dann entsprechend das Move auf. Oder wenn ich dann ein T habe, rufe ich das Take auf, das Drop bei D oder das Use bei U und muss dann entsprechend die Methoden Take, Drop und kommen wir später noch zu Use implementieren im Player. Die Methoden habe ich mir jetzt mal hier gespart. Die sind eigentlich relativ naheliegend. Können Sie dann im Repo nachlesen oder nachschauen, wenn Sie das machen wollen oder im Skript. Take schaut, ob es das Item namens ItemName tatsächlich auf dem Field gibt, wo ich mich gerade befinde. Und wenn ja, dann wird es vom Field weggenommen und in das Inventory des Players überführt. Bei Drop ist es gerade andersrum.
Ich kann im Moment auf ein Field immer nur ein Item legen. Das heißt also, wenn ich ein Item ablegen will, da wo schon ein Item liegt auf dem Field, dann gibt es wieder eine Command-Exception. Und wenn das Field leer ist, dann lege ich das Item dahin und nehme es aus dem Inventory des Players raus. Dann komme ich jetzt langsam zum Schluss. Jetzt will ich, dass meine Monster angreifen können. Wie mache ich das? Ich mache mir erstmal ein Interface. Ich mache mein Interface impactable. Das heißt, alles, was als Creature oder als sonstiges Objekt irgendwie Gegenstand der Waffeneinwirkung sein kann. Oder muss ja nicht Waffe sein, kann auch Potion sein. Da habe ich einen Receive Impact, dem ich einem Float-Wert übergebe. Das ist dann typischerweise ein Plus- oder ein Minuswert. Plus wäre im Fall von Heilung, Minus wäre im Fall von Waffengebrauch. Dann muss Impactable eine maximale Stärke implementieren, Max Strength, eine aktuelle Stärke, Get Strength, und dann aus Convenience-Gründen noch eine relative Stärke, die einfach Stärke durch Max Stärke ausrechnet. Und ich habe noch eine boolsche Methode isDead, wenn die Stärke unter 0 gefallen ist. Und diese Methode implementiere ich dann bei Player und bei Monster, das habe ich Ihnen jetzt nicht gezeigt. Dann muss ich bei dem Monster noch die Attack-Methode implementieren. Im Prinzip schaue ich einfach, ob das Monster noch nicht tot ist. Und ansonsten mache ich einen For-Loop über all die Neighbors des Feldes, auf dem es gerade steht. Und wenn das Neighboring Field nicht 0 ist und wenn auf diesem Neighboring Field ein Blocker steht, der eine Instanz von Impactable ist, und dieser Impactable nicht tot ist, also ich sollte keine toten anderen Monster oder tote Player angreifen, dann greift das Monster entsprechend an. Und Impactable kriegt dann den Impact mit dem entsprechenden Impact on Others. Und dann muss ich nur noch in dem Game Loop dafür sorgen, dass ich über alle Monster einmal drüber laufe und die Monster angreifen lasse. Das heißt, ich habe es sehr schön geschafft, dass meine Monster den Angriff selber übernehmen. Also der Code für den Angriff ist in Monster und nirgendwo sonst. Und ich muss nur in meinem Game Loop außen dafür sorgen, dass jedes Monster einmal angreifen darf. Wenn ich da in dem Play Loop noch was machen wollte, könnte ich mir jetzt auch noch eine zufällige Reihenfolge überlegen, in dem die Monster angreifen. Im Moment greifen sie immer nach der festen Reihenfolge an, in dem sie in dem entsprechenden Game gespeichert sind. Aber für den Moment ist das genug. Jetzt kam nochmal eine Anwendung für die Step-Down-Rule bzw. diese Keep Methods Small-Regel in Game.Play. Denn wenn ich mir den aktuellen Stand anschaue, dann sieht der so aus. In der ersten While-Schleife geht es darum, dass der Player seinen Namen eingibt und das wird so lange wiederholt, bis ich wirklich auch einen Namen habe. Und in der zweiten While-Schleife lese ich immer wieder ein neues Kommando ein, lasse den Player das Kommando ausführen und dann spiele ich die Monster. Dann schaue ich, dass die Monster auch angreifen. Ich habe aus diesen beiden While-Schleifen jeweils Methoden gemacht. Damit sieht es jetzt so aus. Also Play wird damit richtig viel kürzer. Ich habe einen readPlayerName und dann while not is finished mache ich immer einen Print des Dungeons. Dann führe ich das Player-Kommando aus und lasse die Monster laufen. Und am Schluss, wenn alles durch ist, also sprich der Loop zu Ende, das Spiel zu Ende, drucke ich auch das Dungeon noch einmal aus. Und dann habe ich nachfolgend in der Reihenfolge, wie die Step-Down-Regel mir das vorgibt, erst den readPlayerName implementiert. Ich spare Ihnen die Details, kann man sich irgendwie denken oder man liest es nach. Dann das isFinished, also das ist im Prinzip so, dass man nachschaut, ob entweder der Player tot ist oder alle Monster tot. Dann Execute Player Command, im Prinzip wird das Execute auf den Player aufgerufen. Dann wird das nächste Kommando eingelesen und dann werden noch die Monster bewegt. Dann, um langsam zum Ende zu kommen, brauche ich noch den Kampf. Einerseits möchte der Player ja die Monster angreifen. Das habe ich als nächstes gemacht. Ich habe also die Methode Use implementiert. Angriff des Players bedeutet, ich benutze eine Waffe. Und
Das ist jetzt auch ein bisschen länger. Ich schaue erstmal in meinem Inventory nach, ob ich diese entsprechende Waffe, also dieses Item überhaupt habe. Wenn ich es habe, dann hat dieses Item immer einen Impact auf mich selbst. Vielleicht ist es ja auch keine Waffe, sondern ein Potion. Und die Waffe hat einen Impact auf andere. Möglicherweise auch beides. Vielleicht ist es eine Granate, die auch mich ein bisschen schädigt. Kann ja sein. Und im Prinzip läuft die Wirkung auf andere ganz genauso, wie wir das eben bei den Monsterangriffen gesehen haben. Ich laufe einfach über die entsprechenden Felder um mich herum und lasse die Waffe auf alle Felder drumherum einwirken, beziehungsweise auf alle Monster, die um mich herum angesiedelt sind. Dann jetzt wirklich das letzte Feature, die Monster bewegen sich. Einerseits erweitere ich in der Game Class meine schon bestehende Methode Operate Monsters, dadurch, dass die erstmal so einen Random Walk machen und dann erst ihren Angriff starten. Und in der Monsterklasse implementiere ich dann noch den Random Walk. Damit bin ich fertig. Jetzt habe ich mir den Code nochmal ein letztes Mal angeschaut und gesehen, ich habe doch insgesamt eine ganze Menge Klassen erzeugt und habe dann gesagt, als letztes Refactoring, da ziehe ich nochmal eine neue Package-Struktur ein. Und das ist die Package-Struktur, die ich mir jetzt überlegt habe. Es ist ganz guter Stil, dass man nicht 10, 15 Klassen flach nebeneinander liegen hat, weil dann wird es auch unübersichtlich. Ich habe also versucht, die entsprechend in Packages zu gliedern. Ich habe also ein Command-Package, was das Offensichtliche tut, also Kommandos verarbeiten und bereitstellen. Dann habe ich ein Creatures-Package, da sind das Monster und der Player drin und die abstrakte Oberklasse Living Creature. Und ich habe den Dungeon und der Dungeon enthält als Package alles das, was statisches Element ist. Und außen vor gelassen habe ich die Game-Klasse und das Printable. Man könnte über diese Struktur sicherlich lange streiten und ich nehme gerne auch Vorschläge entgegen. Auch hier gilt wieder, das ist erstmal eine Struktur, die im Moment trägt und wir werden in der weiteren Entwicklung sehen, ob das vielleicht anders gemacht werden sollte. Und dann schließlich habe ich als letztes nochmal das Modell angepasst. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Ich habe es nicht komplett neu überarbeitet, sondern einfach nur die Sachen nachgezogen, die mir wichtig waren, damit ich es diskutieren kann mit den Kollegen. Also insbesondere in der Mitte diese Auflösung der zirkulären Abhängigkeit zwischen Field und Living Creature mit dem Blocking Interface und die Tatsache, dass Game nicht Living Creature referenziert, sondern Monster und Player einzeln. Das war mir noch wichtig. Und damit habe ich jetzt auch die wesentlichen Dinge meines Spiels auch hier so in einer übersichtlichen Skizze zusammengefasst. Wesentlich detaillierter würde ich auf gar keinen Fall werden, weil das ist Aufgabe des Codes und dann hat man nachher zwei Artefakte, die man dann unabhängig voneinander pflegen müsste, was man nicht tut. Also wird eins auf jeden Fall veralten, aber das war mir jetzt die Mühe wert. Das war ein langes Video. Da haben Sie jetzt aber mal ein praktisches Beispiel, in dem ich durchgespielt habe, wie ich so ein kleines Programm, was mich jetzt mit dem Aufschreiben zusammen vielleicht insgesamt so etwa 10 Stunden gekostet hat, mal entwickelt habe. Und ich habe Ihnen versucht, während dieses Durchgehens durch meine Entwicklung in den einzelnen Schritten immer mal aufzuzeigen, wo ich Solid Principles verwendet habe, wo Clean Code Regeln von Bedeutung waren. Und vielleicht können Sie ja damit für Ihre eigene Arbeit was tun.